Unser heutiges Gespräch möchten wir gerne mit einem Foto beginnen aus deiner Zeit am Institut. Was zeigt dieses Bild und welche Erinnerungen an deine Zeit, an deine Anfangszeit am Institut ruft dieses Bild wach? Das ist aus dem Jahr 1972. Ja, das ist wirklich ein sehr interessantes Foto. Und das zeigt natürlich, dass ich mich sehr intensiv meinem Referatsgebiet, nämlich Italien, gewidmet habe. Tägliche Lektüre der Corriere della Sera, immer sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen, dass es damals einen Raum gab, in dem die Zeitungen alle auslagen. Und man konnte jeden Tag wirklich internationale Presse lesen, was eine unglaubliche Bereicherung war. Das heißt, es gab einen extra Zeitungsraum im alten Institut, in dem man dann... Es gab in der Ausstellung, wo die neu angekommenen Bücher standen, da waren eben auch die Zeitungen ausgelegt und zwar jeden Tag aktuell. Das war wirklich großartig. Und wie muss man sich denn deinen Arbeitsalltag dann vorstellen? Bist du dann morgens erstmal in den Zeitungsraum gegangen und wahrscheinlich hattest du das Italienreferat zu dem Zeitpunkt, erst einmal dich durch Zeitungslektüre informiert und dann in die wissenschaftliche Arbeit gegangen? Oder wie sah das dann aus? Also die Zeitung musste man natürlich lesen, um zu wissen, was für neue Entwicklungen in dem Land stattfanden. Und in Italien gab es hier immer sehr viele und sehr interessante Entscheidungen des Verfassungsgerichts. Die konnte man dann leider natürlich noch nicht so schnell abrufen im Internet, weil es das noch nicht gab. Es dauerte oft sehr lange. Es gab auch einige Entscheidungen vom Verfassungsgericht, die ich handschriftlich bekommen habe, weil die noch nicht mal in Italien irgendwie gedruckt waren. Die hat denn jemand abgeschrieben für dich? Nee, oder? Nein, die waren eben von der Kanzlei angefertigt worden und davon kriegte ich dann eine Kopie. Also das war immer wichtig, auf dem Laufenden zu sein, was neu war. Und dann hat man sich an seinen Schreibtisch gesetzt und wieder die üblichen Dinge gemacht, die so morgens anstanden. Also es gab immer persönliche Kontakte, aber das war dann eben ein Kontakt direkt zu den Gerichten. Und es gab immer italienische Gäste auch, die sehr, sehr häufig hier waren. Und wenn man sagte, ich möchte ganz dringend die und die Entscheidung haben, musste nicht vom Verfassungsgericht sein, da war es einfacher, aber von Untergerichten, da wurde einem eigentlich immer geholfen und man kriegte immer die Entscheidung, die man brauchte, wenn auch zum Teil handschriftlich und schwer lesbar. Interessant. Können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Ne? Nee, das ist Nein, das war ein komplett anderes Arbeiten. Ich meine, ohne Zeitung, ohne Bücher ging gar nichts. Ne? So ein Apparat vor der Nase hatten wir gar nicht, wie heute. Auf die Arbeitsmethoden kommen wir später nochmal zurück. Ich würde gerne auch nochmal als Einstieg von dir wissen, wenn du jetzt an die Zeit am Institut zurückdenkst, und die ist bei dir ja schon recht lang. Ja. Gibt es da ein Ereignis, von dem du denkst, dass es dich ganz besonders geprägt hat oder an das du dich ganz besonders erinnerst? Also die Frage mit Prägen und Erinnern sind zweierlei eigentlich. Also geprägt, das ist wirklich eine schwierige Frage. Denn da gibt es so vieles und das kann ich nicht auf ein Ereignis reduzieren. Ich kann nur sagen, das, was wirklich nachhaltig auf mich gewirkt hat, war immer der Kontakt mit den vielen, vielen Menschen, die hier aus- und eingingen, mit denen man Kontakt hatte, mit denen man gearbeitet hat, mit denen man Verbindungen aufgebaut hat, zusammengearbeitet hat. Es klappte nicht. Also alle diese Dinge sind wirklich das, was mich wirklich sehr beeindruckt und nachhaltig auch geprägt hat. Wenn du an ein Ereignis appellierst, woran ich mich sehr gerne erinnere, dann ist es natürlich das Highlight, nämlich, dass ich einmal im Laufe dieser ganzen Zeit beim Internationalen Gerichtshof einen Fall mit live vertreten durfte. Und das war natürlich eine ganz besonders interessante Erfahrung. Einerseits, wie das innerhalb des Staates, also in Berlin, vorbereitet wurde, was da für wissenschaftliche Arbeit geleistet wurde durch die verschiedenen Vertreter, die da angestellt waren. Und dann natürlich in Den Haag direkt in diesem wirklich beeindruckenden Gebäude, mit diesen Traditionen, die durchaus etwas veraltet, aber sehr ehrwürdig sind und die natürlich auch Respekt einflößen sollen und das auch tun. Und das war wirklich eine ganz außerordentlich interessante Erfahrung, an die ich immer wieder gerne zurückdenke. Ja, du gehörst ja, glaube ich, zu den langjährigsten Mitarbeitenden an diesem Institut. Also bist ja 1970 an dieses Institut gekommen, also jetzt seit 55 Jahren. Bitte sag die Zahl nicht so. Seit längerem an diesem Institut tätig. Aber das war ja quasi dir nicht in die Wiege gelegt. Also Rechtswissenschaften war ja nicht das Erste, was du in deinem Leben gemacht hast, und dann schließt sich auch wieder, oder kommt man ja zurück auch zu deinem Fachreferat, zur Zeitungslektüre, zu den Fragen der Fremdsprachen. Du hast ja, bevor du Jura studiert hast, eine Dolmetscherausbildung gemacht. Wie sah das aus und wie kam dann die Entscheidung, doch Jura zu machen danach? Ja, also ich habe
in der Tat angefangen mit einer Dolmetscherausbildung. Eigentlich hatte ich einen Platz in Heidelberg sogar gekriegt, aber mein Vater wollte das nicht, also musste ich nach Germersheim gehen. Das ist so eine Dependance von Mainz. Und da war das Problem, dass man eben nichts anderes hören konnte. Man war auf dieses Dolmetscherstudium angewiesen, aber immerhin hatte man da ein Sachfach zu belegen und da hatte ich schon mal Recht genommen. Das war aber schon sehr eigenartig, was da gelehrt wurde. Und dann musste man ja eine Diplomarbeit schreiben und da habe ich meinen ersten Ansatz zur Rechtsvergleichung getätigt und habe eine Arbeit geschrieben über das Streikrecht der Beamten in Deutschland und Frankreich. Heute auch wieder sehr aktuell. Sehr aktuell, ja, selbst das Verfassungsgericht hat sich damit kürzlich wieder beschäftigt. Und die Arbeit habe ich geschrieben, wo im Max-Planck-Institut in der Gundolfstraße, habe da die Erfahrung des Lesesaalbesuchers gemacht. Das war sehr interessant und sehr erfreulich. Denn man traf natürlich immer überall irgendwelche Leute, die einen fragten, wer man ist, ob man neu ist, was man macht. Und das war eigentlich immer, man wurde richtig nett aufgenommen. Man konnte auch mal so ein bisschen Fragen stellen, wenn man nicht mehr weiter wusste, weil man ja nun nicht Jurist war. Also das war eine sehr angenehme Geschichte. Und dann war das so beim Examen in Germersheim, da saß immer die Chefdolmetscherin, der damals EWG ja noch, aus Brüssel da und hat dann die Leute gleich angeheuert, die für sie in Betracht kamen. Und auf die Art und Weise kam ich dann auch direkt nach Brüssel. Und da war natürlich schon dann irgendwie ziemlich bald die Erkenntnis, dass das nicht so wahnsinnig spannend ist, immer nur das zu übersetzen und nachzuvollziehen. Und manchmal fand man das auch nicht so ganz zutreffend, also es war etwas schwierig. Dafür interessierten mich aber die Themen, dass man sehr intensiv versucht hat, Recht zu vereinheitlichen zwischen den damals eben nur 6 Mitgliedstaaten, zu finden, wo man sich einigen könnte. Das war eine ganz interessante Sache, das fand ich gut. Und ich habe das dann da ungefähr ein Jahr gemacht und dann dachte ich wirklich, nee, dieser Stress und dieses eigenartige Dolmetschen da, das macht mir keinen Spaß. Und dann habe ich mich entsonnen an die gute Zeit da im Max-Planck-Institut, an die wunderbare Atmosphäre. Und dann habe ich was gemacht, was, glaube ich, keiner vorher gemacht hatte. Ich habe mich frei beworben an diesem Institut. Normalerweise wurden die Leute rekrutiert aus den Seminaren, da ich gar keins gemacht hatte, weil ich mein Studium selbst bezahlen musste und nicht mehr so viel Geld hatte, war das schon sehr eigenartig. Und da spielte natürlich ein bisschen meine Sprachkenntnis eine Rolle, weil Fontes wurden gemacht, Deutsch, Englisch, Französisch. Und dann war noch ein Projekt mit dem Genfer Institut, mit der Professor Marek. Das war auch so eine Art Aufbereitung von Gerichtsentscheidungen, wo man eben Französisch auch sprach, auch unter Herrn Bernhard. Und dann habe ich mich halt beworben und wurde zum Gespräch eingeladen bei Professor Moser, dem damaligen Direktor. Und er sagte dann, ja, er überlegt sich das und rief mich am nächsten Tag an und sagte, wir könnten Sie eigentlich gebrauchen, aber es wäre schön, wenn Sie auch ein bisschen juristische Kenntnisse hätten. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Ich habe doch gerade mein erstes Staatsexamen gemacht. Ach, sagte er, das ist mir ganz entgangen, dann kommen Sie mal. Und dann habe ich hier angefangen. Außergewöhnlich, alle anderen kamen wirklich aus den Seminaren auf Aufforderung der Direktoren und nicht auf Eigeninitiative. Ich nehme an, es gab außer dir auch nicht besonders viele andere Frauen, oder? Als Wissenschaftlerin. Nee, man musste sie mit der Lupe suchen. Es gab Mila von Hippel, die aber irgendwie nicht so einen vollen Referentenstatus hatte. Und ich war da so ungefähr das Pilotprojekt, das man da eingeführt hatte. War interessant, aber man fühlte sich manchmal etwas einsam. Und deine Dolmetschersprachen, das war dann ja Französisch und Italienisch, glaube ich, genau. Und du hast dann eben beschrieben, warst in Brüssel und bist dann zurückgekommen und hast dann die Entscheidung, in Heidelberg Jura zu studieren, getroffen, oder? Ja. Wie war denn das Jurastudium in den 60er Jahren in Heidelberg? Du hast ja dann auch 68 voll miterlebt. Wie war das? Wie hat dich das geprägt? Also das Studium war damals eben wirklich noch so von oben nach unten. Es wurden Vorlesungen gehalten. Niemand wäre jemals auf die Idee gekommen, da eine Frage zu stellen oder irgendetwas zu sagen oder zu sagen langsamer oder ich kapiere das nicht, können Sie das noch mal erklären? Das war vollkommen unmöglich. Und von daher waren die Professoren natürlich irgendwie so Personen, vor denen man eine gewisse Ehrfurcht hatte. Und dann kamen die 68er.
Und mit den vielen Go-Ins und mit den wirklich Vorwürfen, die man selber ja nicht nachprüfen konnte. Und da erinnere ich mich an eine Situation, die in einer Vorlesung bei einem Professor stattfand, der wirklich immer sehr selbstbewusst und souverän auftrat und den alle nur bewunderten, weil das einfach eine Kategorie war, die schwebte irgendwo sehr weit in den oberen Sphären. Dann kam dieses Go-In und plötzlich wurde dieser wirklich sehr geachtete Mensch ganz klein, ganz ängstlich, ganz menschlich. Und das war irgendwo sehr, sehr beeindruckend und nachhaltig auch, weil man erstmal nicht wusste, ob das, was die da überhaupt dem vorwarfen, in irgendeiner Weise zutraf. Man hatte keine Ahnung. Auf der anderen Seite war das diese menschliche Seite, dass da irgendetwas doch noch ihn aus dem Gleichgewicht bringen konnte. Das fand ich irgendwo noch ganz tröstlich, aber insgesamt war die Zeit wirklich ausgesprochen unschön an der Uni. Es war oft Polizei da, man konnte nicht mehr wirklich rein, manche Vorlesungen fanden nicht statt und es wurden wirklich die Leute demontiert, die man eigentlich alle nur bewundert hatte. Sicherlich zu einem Teil auch zu Recht, aber die Art und Weise, wie das geschah, durch, man muss sagen, einen Mob, der da einfach reinmarschierte, manchmal auch tätlich wurde, also das waren wirklich Zeiten, die waren absolut schrecklich. Da war das Institut bestimmt auch ein Kontrapunkt, oder? Ja, das war ja etwas später, aber das hier war davon gar nichts zu spüren. Also gut, es gab die Vorkommnisse bei Professor Döring vor seinem Privathaus, aber hier am Institut hat man davon, also ich wenigstens, gar nichts mitbekommen. Das spielte sich an der Uni ab. Man wollte ja auch die Professoren treffen und ich glaube, diejenigen, die das veranstaltet haben, waren sich nicht ganz im Klaren darüber, was dieses Institut eigentlich ist. Und das war vielleicht unser Glück. Das war natürlich auch nicht direkt daneben. Nein, nicht daneben und vor allen Dingen auch nicht so im Bewusstsein, nicht, weil es ja nicht so in den Vordergrund getreten war. Und es war auch immer nur der Direktor des Instituts, war immer auch Professor an der Uni, aber ansonsten nicht so wie jetzt, dass sehr viele, die hier arbeiten, dort Lehrveranstaltungen gemacht haben. Das gab es auch noch nicht. Und du sagtest vorher, es wurden viele Leute direkt rekrutiert aus den Seminaren. Also gab es da auch eine Anbindung an die Universität über die Studierenden? Oder heute haben wir jetzt sehr viele wissenschaftliche Hilfskräfte. Wie sah das früher aus? Gab es diese Verbindung auch? Das waren eigentlich nur die Direktoren, die eben die Vorlesungen oder der Direktor Vorlesungen hielten und dann in den Vorlesungen um sich guckten. Und eben auch die hier bei ihnen angestellten Referenten, die zum Teil die Vorlesungen hielten, wenn die Professoren verhindert waren. Und bei denen das Ganze dann etwas lockerer ablief, da konnte man auch mal eine Frage stellen und so. Und man konnte auch mal hinterher Rücksprache halten oder sich interessieren. Also wenn man da so ein bisschen auffiel, dann hatte man da schon einen Knüpfungspunkt für einen Eintritt hier ins Institut. Also umso ungewöhnlicher ist dann ja eigentlich dein Eintritt. Ja, habe ich hinterher auch gemerkt, war mir eigentlich schon fast peinlich, aber es hatte ja Erfolg. Du hattest ja gesagt, du kamst dann ins Institut und hattest schon dein erstes Staatsexamen, wurdest aber auch angestellt für gewisse Projekte. Welche Funktionen hast du denn dann ausgefüllt? Also beispielsweise die Promotion geschrieben und so weiter. Könntest du da vielleicht einen kleinen Überblick uns geben und uns auch erklären, sozusagen, wie die Progression dann war in deinem Werdegang hier? Ja, also angefangen hat das, wie gesagt, im Wesentlichen mit den Fontes. Da war eben wichtig, dass ich ohne Probleme Französisch konnte, was eigentlich ja viele andere auch hätten können müssen. Aber die hatten kein Jura studiert. Und von daher war das ganz günstig, diese Kombination. Das war eine sehr interessante Arbeit im Team mit Herrn Bernhard, der ja hierher gekommen war, ein halbes Jahr bevor ich dann kam. Deswegen war ich ihm auch zugeordnet gleich. Man lernte sehr viel, natürlich über internationale Gerichtsbarkeit und eben auch über Völkerrecht, weil ja die Gerichte sich mit Völkerrechtsfragen beschäftigen. Und dann kam natürlich die Frage auf, ob ich nicht promovieren wollte. Ich hatte irgendwie selber gar keine Pläne gehabt. Und Herr Bernhard meinte dann, ja, das wäre doch sinnvoll, wenn ich was schreiben würde aus dem Bereich der internationalen Gerichtsbarkeit. Und meinte dann, als interessantes Thema könnte ich mir vorschlagen, die einstweiligen Anordnungen. Die waren aber in einem absoluten Dornröschenschlaf. Und wenn ich damals geahnt hätte, was die für eine Entwicklung nehmen in der internationalen Gerichtsbarkeit und welche mehr oder minder auch politische Bedeutung sie inzwischen haben, hätte ich natürlich noch schneller zugesagt, aber ich habe natürlich zugesagt, habe die Arbeit geschrieben und ich bin natürlich sehr stolz, dass die These, die ich da vertreten habe, inzwischen
anwendbares Recht ist. Ich war nämlich der Meinung, dass eine einstweilige Anordnung, die dazu dient, ein verbindliches Urteil zu sichern, selbstverständlich auch verbindlich sein muss. Das war aber damals nicht geregelt und war äußerst umstritten und kam natürlich den beklagten Staaten sehr zugute, wenn sie sagten, ist ja nur eine Anordnung, muss ich nicht befolgen. Und das wurde dann ja doch irgendwann geändert und von daher dachte ich, da liege ich dann schon mal nicht ganz falsch. Aber es war sicherlich nicht meine Dissertation, die dazu geführt hat. Immerhin wurde sie dann mehrfach erwähnt. Und danach bliebst du dann als Referentin am Institut. Und welche Gebiete wurden dir dann da zugewiesen? Also du bliebst bei Italien, du hast ja auch Frankreich abgedeckt und auch zu französischem Recht gelehrt. Und was schloss dein Arbeitsgebiete noch so alles ein? Also es waren weiter immer die Fontes, die sehr viel Zeit einnahmen. Dann haben wir diese Textsammlungen gemacht von Verträgen, die internationale Gerichtszuständigkeiten vorsehen. Das war auch eine größere Sache. Das war jetzt nicht so unglaublich wissenschaftlich, weil das war ja nur eine Sammlung. Aber das war auch etwas, was nur hier gemacht werden konnte. Dann kam natürlich die Frage auf mit Habilitation, aber zu der Zeit war das, dazu kommen wir wahrscheinlich auch noch, mit Familie und Kindern irgendwie völlig indiskutabel. Aber das hat mir dann natürlich die Möglichkeit eröffnet, dieses Projekt, was Herr Mosleimer angestoßen hatte, nämlich einen Kommentar zum IGH-Statut zu schreiben. Der einzige, den es gab, war von 1934, glaube ich. Und ich fand das immer ein interessantes Projekt, aber mir war klar, alleine kann ich das nicht machen. Und dann gab es eben auch den Kollegen, mit dem ich diese ganzen Vertragssammlungen und sowas gemacht hatte. Und wir hatten vieles zusammengearbeitet. Und dann habe ich dem davon erzählt, ob er auch Lust hätte. Und dann ist eben die Idee geboren, da diesen Statutkommentar zu schreiben. Und das war natürlich dann ein sehr, sehr großer Teil meiner Arbeit hier. Und es wurde auch genehmigt, dass ich hier die Hilfskräfte und alle mit einbeziehe. Das Institut selber wollte nicht mit als Herausgeber auftreten, also es nicht als seine Publikation wahrnehmen, was vielleicht dann auch noch ganz günstig war, weil wir uns unsere Autoren selber aussuchen konnten und da vollkommen selbstständig waren. Aber das war dann ein riesengroßer Teil da. Und dann habe ich natürlich immer die Jesuit Moot Courts begleitet und alles, was so anfiel, wofür man jemanden braucht, der eben nicht gezwungen ist, zügig auch noch eine Habilitation anzufertigen. Das kennst du. Könntest du noch ein bisschen was zum Projekt der Fontes erzählen? Was war das für ein Projekt? Also das war ein Projekt, in dem die Entscheidung erst des Ständigen Internationalen Gerichtshofs und dann des Internationalen Gerichtshofs aufgearbeitet wurden in einer systematischen Art und Weise, sodass man die Aussagen des Gerichts zu bestimmten völkerrechtlichen Fragen immer hintereinander aus den verschiedenen Urteilen, die im Laufe einer in der Regel 5-Jahresfrist, zuerst waren die Fristen länger, ergangen waren. Und das zeigte eine gewisse Entwicklung natürlich auch dieses Rechtsgebiets auf. Und wenn man sich die Bücher anguckt, ist das schon sehr interessant zu sehen, dass erstmal der Bereich der völkerrechtlichen Themen unheimlich ausgedehnt worden ist. Denn ich meine, beim Ständigen Internationalen Gerichtshof, was war da schon Völkerrecht? Gewohnheitsrecht, ja, das war ein großer Platz. Aber alles, was wir jetzt haben, Umweltrecht, Weltraumrecht, also ganz viele Geschichten, die gab es einfach noch gar nicht. Und von daher war das sehr interessant. Aber wenn wir auf die Arbeitsmethoden nochmal zurückkommen, dann waren die natürlich bei den Fontes außerordentlich eigenartig. Man musste immer in den Publikationen, in den Gerichtsurteilen die Passagen ankreuzen, die man benutzen wollte für den Band. Das musste ausgeschnitten werden, auf einen Zettel geklebt werden, da musste drüber geschrieben werden, welche Seite das ist, von wo bis wo und unter welche Rubrik das kommen sollte. Und dann wurden diese Zettel alle gesammelt. Dafür hatten wir eine Mitarbeiterin, Frau Dorothee Benner, die so sorgfältig gearbeitet hat, dass man wirklich sagen konnte, wunderbar, aber es musste alles schön ordentlich beisammen bleiben, durfte nicht durcheinander geraten. Und bei so Fontes-Bänden, die dann schon an die 1000 Seiten gingen, war dieser Stapel von Blättern mit aufgeklebten Exzerpten natürlich außerordentlich eindrucksvoll. Und das musste dann alles abgetippt werden? Das wurde dann
Ja, es wurde zum Teil abgetippt, zum Teil wurde es aber auch so gesammelt, zum Verlag gegeben und da wurde es dann gesetzt ja noch, ne? Auch nicht abfotografiert oder sowas. Okay. Also ein unglaublich aufwendiger Verfahrensgang. Wollen wir vielleicht gerade da bleiben und dann zurückspringen und vielleicht über die Arbeitsmethoden dann sprechen? Du hattest es ja vorher schon mal erwähnt, dass heute wir alle mit Computern arbeiten, Internetquellen benutzen und so weiter und dass das zu Beginn deiner Zeit in diesem Institut völlig anders gelaufen ist. Wie war denn da, wie würdest du beschreiben, wie wurde die Arbeit erledigt? Also sehr viel in Papierform. Gab es dann auch anderen Support an technischem Personal? Wie würdest du das beschreiben? Also es war wirklich alles eigenständig zu machen. Es ging immer mit Papier und Stift. Man musste alles, was man publizieren wollte, was man mitteilen wollte, wo man Korrespondenz anfertigen wollte, immer alles schriftlich machen. Aber man konnte das zum Teil auch diktieren. Wer ein Diktaphon hatte, war schon wirklich etwas weiter fortgeschritten. Und das wurde dann von den technischen Mitarbeiterinnen überwiegend, die unglaublich gut waren, abgetippt. Also Dissertationen zu schreiben. Man selber tippte das irgendwie und klebte mal was zusammen und das wurde dann alles abgeschrieben. Und wenn man dann noch unbedingt was von vorne nach hinten verlagern wollte oder umgekehrt, hatte man fast ein schlechtes Gewissen den Schreibkräften gegenüber. Aber es musste manchmal sein. Aber das war wirklich ganz toll, wie die das gemacht haben. Zum Teil ging das wirklich so weit, dass sie gesagt haben, ich fand das ja ganz interessant, aber ist da nicht irgendeine Verneinung nötig oder fehlt sie da? Ich dachte, oh, das war wirklich immer eigentlich auch eine sehr gute Zusammenarbeit, aber eine enorme Arbeit. Jeder Brief, den man nach außen schrieb, man selber schrieb ja nicht so fehlerfrei auf dieser Schreibmaschine wie die, wurde von denen abgeschrieben, adressiert, abgeschickt und so weiter. Also es war wirklich eine super enge Zusammenarbeit und ohne die ging es überhaupt nicht, ging gar nichts. Auch Bücher in der Bibliothek, alles musste immer mit denen zusammen gemacht werden und das war eigentlich eine richtig gute Lösung. Und würdest du sagen, heute, wo viele dieser Sachen von den Forschenden selbst gemacht werden, gibt es dann, würdest du sagen, mehr oder weniger Output? Also wenn du sagst, zum Beispiel eine Dissertation zu verfassen, war sehr aufwendig und man musste dann auch Rücksprache halten und dann hat man denen was gegeben, die haben es getippt und so weiter. Heute ist hier die Erwartungshaltung, das machen die Promovierenden alles selber. Würdest du sagen, dadurch hat sich auch die wissenschaftliche Arbeit verändert und was dadurch zutage gefördert wird? Ja, ich glaube, es hat sich in gewisser Weise deswegen verändert, weil viele Quellen jetzt eben im Internet zu finden sind. Man muss nicht mehr immer in die Bibliothek gehen. Die ständigen, die Standardwerke, die findet man im Internet. Aber was ich daran unglaublich schade finde, wir haben hier so viele Bücher, die es nirgendwo anders gibt. Wir haben Festschriften und Sonderausgaben für alle möglichen Anlässe. Die sind natürlich niemals bei Google zu finden. Die werden in der Regel nicht eingespeist. Und wenn man wirklich sich darauf beschränkt, nicht mehr in die Bibliothek zu gehen und die nicht mehr auszunutzen, dieser wirkliche Schatz, den wir hier haben, ist das schon was anderes. Denn mal etwas speziellere Gedankengänge oder etwas abwegige Gedanken wegen mir auch oder auch Festschriften für jemanden, der in einer ganz anderen Richtung irgendwie das Völkerrecht verstanden hat als man selber, das fällt eigentlich alles unter den Tisch. Also ich finde es eine gewisse Verarmung des Stoffs, den man zur Verfügung hätte, um ihn zu verarbeiten. Aber man kann natürlich etwas mehr produzieren, wenn man nicht so ins Detail geht und noch zig Bücher weiter wälzt und aufsucht, die nicht so wirklich ganz leicht auch zu Hause auffindbar sind. Und du meinst, glaube ich, auch mal, dass du deine Doktorarbeit diktiert hast, oder? Oder wie war ja, das? ich habe die zum Teil diktiert und zum Teil habe ich sie geschrieben. Aber irgendwann, wenn man das auch noch schreibt, kriegt man wirklich zu viel. Man kann das auch nicht mehr lesen, was man da geschrieben hat. Das fällt einem auch gar nicht mehr auf, was nicht stimmt. Und irgendwann musste das dann vom Tisch, wenn man sonst gesagt hätte, geht nicht weiter, kommt in Müll und fertig. Interessant. Also es war wirklich eine ganz andere Arbeitsweise. Ich meine, selbst wenn man eine Konferenz vorbereitet hat, ne, das hat ja ewigen Vorlauf gebraucht, wenn man wirklich sehr international tätig werden wollte, Leute aus aller Welt haben wollte. Amerika, Südamerika, Australien, später kam ja auch noch China dazu und Russland.
bis da mal ein Brief ankam, in dem man anfragte, ob da jemand Interesse hätte und so weiter, das hat ja alles ewig gedauert. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Und dann irgendwas zu sagen, wir haben jetzt das so geregelt, dass das Programm, das war alles Briefwechsel. Und die andere Seite hatte ja auch vielleicht manchmal noch was anderes zu tun, schrieb auch nicht sofort zurück. Also das waren wirklich Zeiträume, die waren schon ziemlich groß. Was würdest du sagen für so eine internationale Konferenz? Wann musst du dir anfangen vorzubereiten? Also es kommt so ein bisschen drauf an, wenn wir hier diese großen rechtsvergleichenden Kolloquien gemacht haben, das war immer ein Vorlauf von sicherlich mindestens 2 Jahren, weil eben auch die ganzen Einzelfragen, also die Sachgebiete, die behandelt werden sollten, das war überwiegend Rechtsvergleichung für die einzelnen Staaten, erstmal ja von den Referenten der zuständigen Staaten ausgearbeitet werden mussten. Daraus wurde dann ein Fragebogen erstellt, dann wurde geguckt, wo man was vergleichen kann, was vielleicht noch sinnvollerweise als Anreiz für neue Gedanken dazu kommt. Also das lief alles vorher ab und das musste eben alles schriftlich gemacht werden, getippt werden, ordentlich zusammengebracht werden, dann von den Veranstaltern durchgelesen werden und berichtigt oder was weiß ich was werden. Also das hat ewig lange gedauert. Und dann, weil ihr auf meine Sprachfähigkeiten zurückgekommen seid, waren natürlich diese Veranstaltungen fanden auch ja nicht auf Englisch statt, wie heute so schön für alle, sondern auf Deutsch. Und ganz zuerst musste ich sogar mal oben in der Kabine sitzen und dolmetschen. Später dann ging das ganz anders. Manche Franzosen lernen ja nicht so gerne Fremdsprachen. La langue nationale de français, ja. Wir wissen das. Und da hatte ich tatsächlich die Aufgabe, mich manchmal neben Gäste zu setzen und denen sozusagen das, was man Chuchotage nennt, ins Ohr zu säuseln, was der Redner vorne auf Deutsch sagte. Sehr störend für die Umwelt, aber man konnte es ja beschränken auf die wesentlichen Gedanken. Aber so lief das damals, weil eben einfach diese Hürden da waren, die heute kein Mensch mehr kennt. Ne? Das bedeutet aber, die Leute haben bei den Konferenzen hauptsächlich auf Deutsch interagiert. Also die Konferenzen waren in den ersten Zeiten nur Deutsch. Manchmal wurde dann noch was übersetzt. Und sie wurden auch interessanterweise auf Tonband aufgenommen. Und dann mussten die Vorträge von den Schreibkräften transkribiert werden. Und da war natürlich manches gar nicht gut zu verstehen, weil so eine Ausstattung mit vielen großen Mikrofonen war nicht da. Und das war manchmal total verzerrt. Also eine unglaubliche Arbeit. Und manchmal konnte man auch nur dann mit Rücksprache mit den Leuten, die dabei gewesen waren, noch mal rausfinden, was wollte der eigentlich wirklich sagen oder was hat er gesagt. Aber haben die keine Skripte vorher eingereicht, dass man damit hätte arbeiten können? Mussten sie nicht und die waren eben auch manchmal handschriftlich. Das war dann auch nicht so ganz das Wahre. Ja. Es gab ja auch damals noch mehrsprachige Publikationen am Institut, also zum Beispiel Deutsch, Französisch, Englisch, je nachdem bei der Konferenz. Ich hatte mir jetzt vorgestellt, dass dann bei der Konferenz eben auch die Vorträge mehrsprachig waren, aber so war es dann gar nicht. Also das war ausnahmsweise. Es durfte ausnahmsweise, aber dann waren eben viele Gäste, die da waren, konnten das dann eben auch nicht so richtig verstehen. Und man hat dann eben versucht, denjenigen, die nicht ganz gängigen Sprachen, und dazu zählte eigentlich nur Englisch, nicht kannten, so ein bisschen zu unterstützen durch eigene Kräfte. Aber das hatte eben seine Grenzen. Ne? Das geht nicht. Man kann nicht daneben jeden Franzosen jemanden setzen, der irgendwas ins Ohr flüstert, neben jeden Italiener oder Spanier. Das ist einfach zu aufwendig und auch zu störend. Und wann würdest du sagen, hat sich das verändert? Also heute machen wir sehr vieles entweder auf Deutsch und Englisch oder sogar nur Englisch. Wo würdest du diese Sprachzäsur ansetzen? Also ich glaube, das war so in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da wurde auch zugelassen, dass auf Konferenzen mal ein Vortrag in Englisch, Französisch wurde zugelassen. Das waren aber auch die einzigen Sprachen. Spanisch kam auch mal ganz, ganz selten vor, Italienisch wenig. Aber es wurde dann eben auch erkannt, dass Englisch eigentlich so die Sprache ist, auf der man sich am besten einigen kann. Und dann bemühten sich diejenigen eben auch, die wollten, dass ihre Vorträge später in der Publikation Verbreitung finden, sich bemühten, Englisch zu sprechen. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Aber so richtig eingebürgert hat es sich eigentlich erst so nach 2000. Da wurde das auch die Sprache am Institut, im Institut, untereinander und da wissenschaftlich natürlich absolut sinnvoll und richtig. Ne?
Das heißt aber so in den Anfangszeiten, dass wenn man diese internationalen Konferenzen gemacht hat, wurden die Teilnehmenden auch danach ausgesucht, dass sie Deutsch sprechen konnten. Ja, nach Möglichkeit oder wenigstens verstehen. Sie mussten ja nicht unbedingt was sagen, aber dass sie es verstehen können, ja, das wurde Das heißt, dann. Deutsch war dann noch so eine Art Wissenschaftssprache, könnte man das sagen, oder eigentlich auch nicht mehr, oder? Ja, das lag im Auge des Betrachters. Die Deutschen fanden natürlich schon, dass das die Wissenschaftssprache ist. Und ich erinnere mich daran, als es darum ging, die Enzyklopädie, die hier herausgegeben worden ist, zu verfassen, also den Strupp-Schlochauer nochmal neu zu gestalten. Die Diskussion, die darum ging, ob das auf Englisch oder auf Deutsch sein sollte, die ist wirklich interessant. Ich weiß nicht, ob du da was gefunden hast unten. Das waren absolut heiße Diskussionen, also es ging schon fast bis zu Konfliktsituationen. Wer dafür war, dass man das unbedingt auf Englisch machen müsste und wie viele waren, nein, das ist ein deutsches Werk, das sind deutsche Wissenschaftler, natürlich konnte man das auch nicht auf die begrenzen. Aber das war eine heiße Diskussion und ich glaube, als man dann entschieden hatte, nein, das macht nur auf Englisch Sinn, da war dann auch endlich die Erkenntnis überall angekommen, dass das eine sinnvolle Wissenschaftssprache ist. Ich finde es auch deswegen sehr interessant, weil die Leute, die ja dann sozusagen auf Deutsch Wissenschaft betrieben haben, oft polyglot waren. Also sehr wohl andere Sprachen sprachen, sehr viel rumgekommen waren, auch in anderen Sprachen korrespondiert haben, aber trotzdem blieb eben die Arbeitssprache dann Deutsch. Also ich glaube, das hängt auch ein ganz kleines bisschen daran, dass eben die Terminologie dann doch was anderes ist, als die Sprache so zu beherrschen. Und da hat sich, glaube ich, auch viel getan. Und inzwischen ist es für jeden Völkerrechtler, gibt es gar keinen anderen Ausweg, nicht? Sonst muss er sich einen anderen Job suchen. Das hatten wir im Vorfeld dieses Interviews auch besprochen, eben weil du ja diesen sprachlichen Hintergrund hast und dann zur Juristerei gekommen bist. Die Rechtsvergleichung, hattest du ja gesagt, war sozusagen dein Anfangsfeld und dann bist du ins Völkerrecht gegangen. Wie zehrst du heute noch von dieser sprachlichen Kenntnis, auch im Völkerrecht, wo man ja durchaus auch Begrifflichkeiten je nach Rechtsordnung anders auslegt? Ja, also man wurde natürlich ab und an mal eben auch gefragt, wie das mit diesen Übersetzungsmöglichkeiten ist und dass man eben alles auch eben gerade bei der EU nicht simultan übersetzt. Und das sind ja in der Regel keine Juristen. Und da gibt es natürlich ziemlich viele Fallstricke, über die man fallen kann. Da wurde ich ab und an mal eingeladen, um so eine Art Grundkurs über EU-Recht zu geben, damit die bestimmte Begriffe einfach mal juristisch einordnen können und eben die Übersetzungsmöglichkeiten kennen. Dazu hatten wir diese französische Rechtssprache, die Vorlesung, die insofern wichtig waren, als man ja in der EWG EU arbeiten konnte. Aber das einzige Hindernis war eben immer noch die Sprachhürde. Und da war das Interesse natürlich groß, die ein bisschen auszugleichen. Dann habe ich natürlich relativ häufig noch Dinge übersetzt. Und zwar vermehrt noch, als Herr von Bogdandy mit seinem Jus Publicum Europaeum anfing und die Autoren zum Teil eben auf Französisch, Italienisch und so weiter schrieben, und das sollte aber deutsch erscheinen. Und die Übersetzungen dazu, die mussten natürlich sehr sorgfältig gemacht werden, weil das wirklich sehr detailliertes nationales Recht auch war. Und wenn man da nicht auch das nationale Recht kannte und die Bedeutung von Begriffen, die sich schlicht und einfach eigentlich übersetzen ließen, aber dann was anderes bedeuteten, das war da wirklich wichtig. Und das weiß ich auch nicht, ob das heute ein Sprachcomputer machen könnte. Aber ich glaube nicht. So meine Zweifel. Ich auch. Weil das, finde ich, ist ja eigentlich so ein Punkt, über den hatten wir auch schon vorher gesprochen, der eben sehr interessant ist. Also, dass man einmal auch durch die Referatsstruktur bedingt in diesem Institut, dadurch, dass man Länderreferate hatte, teilweise auch sehr starke Spezialisierungen hatte, wie Herr Häuser zum Beispiel mit seinen Chinesischkenntnissen. Oder auch Russisch war ja eine wichtige Sprache an diesem Institut. Wir haben gestern mit Herrn Frohwein gesprochen, der noch früher am Institut tätig war, zu einer Zeit, wo Englisch schon als exotische Sprache galt. Also auf der einen Seite hat man doch ein sehr deutsches Institut mit deutschen Juristen, die alle vorwiegend Heidelberg Staatsexamen, also einen sehr deutschen Studienweg hatten. Auf der anderen Seite aber eben sehr polyglott waren. Dann ein Institut, das auf Deutsch funktioniert, aber eben abhängig von diesen tiefgehenden Sprachkenntnissen. Das ändert sich jetzt ja schon sehr stark. Und durch diese ganzen Übersetzungsprogramme, DeepL, ChatGPT, vermute ich, verliert man doch einiges auf einer gewissen Weise. Und was ich jetzt noch spannend fände, wäre auch zu wissen,
wie übersetzt man denn überhaupt von einer Sprache in eine andere, in eine Rechtssprache, also wo man nicht nur eine Sprache übersetzt, sondern eine ganze Rechtswelt, ganze Rechtskonzepte, die es vielleicht in einem Staat gibt, in einem anderen Staat nicht. Wie funktioniert das und wie viel Kulturwissen, also auch nicht nur Fachwissen, sondern auch Wissen um die Kultur der Sprache, um die es sich dort handelt, setzt das eigentlich als Handwerkszeug voraus? Also meines Erachtens setzt das wirklich voraus, dass man das Recht des Staates mal wirklich sich damit intensiv beschäftigt hat. Das heißt, dass man zumindest in die Verfassung und irgendwelche Lehrbücher gelesen hat, dass man vor allem Rechtsprechung kennt und die aktuellen Dinge und dass man nicht darauf verfällt zu sagen, ach, jetzt habe ich hier einen Text, jetzt übersetze ich den einfach mal, sondern dass man wirklich dann nachgucken muss, ist dieses Rechtsinstitut mit diesem Begriff, der möglicherweise ähnlich in einer anderen Sprache ist, wirklich inhaltlich das Gleiche? Und ist das jetzt wirklich vielleicht ein ganz anderer Weg, dass das, was wir hier gerade, wovon wir gerade sprechen, es dort in dem Staat überhaupt gar nicht gibt, die aber deswegen keine schlechtere Rechtsordnung haben, sondern einfach auf einem ganz anderen Weg zum selben Ergebnis kommen? Also ich bin wirklich davon überzeugt, man muss sich ziemlich intensiv mit dem Rechtssystem eines anderen Staates befassen, um wirklich sinnvoll solche hochjuristischen Texte, also ja, kleinere Sachen gehen natürlich und sowas, aber hochjuristische Texte, wissenschaftliche, die auch zum Beispiel neue Gedankengänge haben oder andere Schlüsse ziehen aus dem, was schon vorliegt, um das machen zu können, da muss man wirklich sich sehr einarbeiten. Kostet auch viel Zeit, aber finde ich, es lohnt. Wird aber bald überflüssig, weil sowieso nur noch alles auf Englisch publiziert wird. Aber ich glaube, da geht auch viel verloren, oder? Also auf der einen Seite schafft man sich einen gemeinschaftlichen Raum, an den alle andocken können, sich austauschen können. Aber ich glaube, gerade wenn man sich diese Länderstrukturen, diese Referatstrukturen anguckt und diese Spezialisierungen, die es damals gab und dieses Wissen eben um dieses Tiefenwissen in verschiedenen Rechtsordnungen, also ich vermute, dass das doch etwas uniformer werden würde, oder werden wird oder wird. Ja, ich glaube, es gibt weiter immer Spezialisten, die sich für andere Staaten interessieren, die auch dann eben Rechtsaufgaben wahrnehmen für diese anderen Staaten, auch wenn sie eben aus Deutschland sind, eben internationale Verfahren und sowas, dass das was für Spezialisten bleibt. Aber ich glaube, dass die Verbreitung und wirklich die Beteiligung vieler auch an diesen internationalen Beziehungen vereinfacht wird, dadurch, dass man es vielleicht ein kleines bisschen runterschraubt aufs Englische und dass man da eine gemeinsame Sprache findet, die auch nicht alle Details abdeckt, aber dass zumindest ein Eindruck vermittelt werden kann. Und ich glaube, das ist ein Gewinn. Du hattest ja vorher angesprochen, dass irgendwann die Frage der Habilitation im Raum stand, dass das aber in der damaligen Situation schwierig war. Und da würde ich gerne sozusagen ein neues Kapitel dieses Gesprächs öffnen. Also die Arbeit am Institut, aber auch die Strukturen, die im Institut vorlagen und vielleicht auch Geschlechterrollen. Also wie würdest du das Leben und die Atmosphäre am Institut zu der Zeit beschreiben, mit der du dem Institut beigetreten bist? Und was hat sich vielleicht am allerstärksten seither verändert und was am allerwenigsten? Also die Atmosphäre war eigentlich immer ausgesprochen gut, aber ich hatte ja schon gesagt, ich habe mich so ein bisschen vereinsamt gefühlt als einziges weibliches Wesen im wissenschaftlichen Bereich. Es waren alle sehr freundlich zu mir, aber man hatte mich irgendwie auch zuerst nicht ernst genommen, weil man immer dachte, wahrscheinlich bleibt sie nicht lange, wenn das erste Kind kommt, geht sie wieder. Ging sie nicht und dann wurde ich auch langsam ernster genommen. Aber mit diesem ersten Kind fingen natürlich diese irrsinnigen Probleme an, denn es gab niemanden im wissenschaftlichen Bereich, der sozusagen hauptverantwortlich für die Familie war. Und die Vereinbarung Familie-Beruf, also das war absolut mein riesiges Problem. Es gab keine Kitas, es gab für ab 3-jährige Kinder Kindergärten, die waren morgens von 8 bis 12 und zwar exakt, wie oft wurde ich da angeflaumt, wenn ich etwas später kam, gingen. Später wurde zweimal in der Woche nachmittags für 2 Stunden noch was angeboten, aber das war's. Ich hatte da eine Kinderfrau angestellt, klar, musste man ja, anders ging das ja gar nicht. Aber die war natürlich auch mal krank und die wollte auch mal Urlaub haben. Und dann war immer mein ganzes Organisationskonzept kaputt und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Da musste ich immer Urlaub nehmen, denn dieses, wovon ich immer geträumt habe, was heute gang und gäbe ist und Homeoffice heißt, das gab es überhaupt nicht.
Und meine Frage, ob ich nicht zu Hause arbeiten könnte, wenn da ein Kind krank im Bett liegt oder so, das konnte man aus irgendwie arbeitsrechtlichen Gründen nicht erlauben. Also wirklich, das war extrem schwer. Ich habe oft meinen gesamten Urlaub natürlich verbraucht, um zu Hause Kinderpflege zu betreiben. Ich habe sogar einmal einen Monat lang abends von 8 bis 12 gearbeitet, weil ich auch keinen unbezahlten Urlaub kriegen konnte. Also das war wirklich extrem schwierig. Und da hat sich sehr viel verändert. Erstmal, es sind viel mehr Frauen, Gott sei Dank, am Institut. Und ich weiß auch, wenn ich immer bei Neueinstellungen zu Herrn Rest, der damals Personalbeauftragter war, ging und gesagt habe, bitte, bitte stell mal wieder eine Frau ein. Es hat sich deutlich geändert und es ist auch sehr von Vorteil. Und das Verständnis dafür, dass eben Familienangelegenheiten auch noch mit darauf reinspielen, da ist man großzügiger geworden. Und das betrifft jetzt nicht das Institut, es hat sich auch grundsätzlich was geändert, weil die Väter heutzutage auch deutlich mehr mit eingebunden werden können und auch eingebunden werden wollen, als das früher der Fall war. Also zu meiner Zeit war das absolut klar, dass mein Mann, gut, der hatte auch ehrlich keine Zeit dazu, aber nie auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, jetzt hole ich mal die Kinder ab oder das eine ist krank, jetzt bleibe ich mal, da ging nicht. Und wäre auch, glaube ich, eine sehr fernliegende Idee gewesen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass du auch für viele Frauen in diesem Institut eine Pionierin warst, weil du ja sozusagen als Erste diesen Weg bestritten hast. Für dich zwar sehr beschwerlich, aber... Ja, also sicherlich insofern Pionier. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, als ich dann das erste Kind erwartete, musste ich das ja bei der Verwaltung irgendwann mal anmelden. Und die 2 wirklich sehr netten und fähigen Damen in der Verwaltung sagten nur, das geht nicht. Und dann habe ich natürlich gesagt, das ist zu spät. Und dann sagt sie, das hatten wir noch nie. Und dann habe ich gesagt, ja, ich auch nicht. Naja, und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir dieses Problem auch noch meistern können. Die haben das großartig gemeistert. Aber so war das, nicht? Das war völlig unvorstellbar, dass jemand im wissenschaftlichen Bereich mal so ein Problem da dem Institut vorlegen würde. Da hat sich viel geändert und auch in der Großzügigkeit im Umgang. Homeoffice sowieso. Das hätte mich damals gerettet, aber nicht, dass ich es schön finde, dass gerade eine Pandemie dazu geführt hat, dass das jetzt gang und gäbe ist, aber dass es das gibt, ist gerade für Familienangestellte sehr, sehr wichtig und hilfreich. Das Institut hat ja, wenn man jetzt in die Geschichte guckt, in den 20er Jahren, vor allem in Berlin, ja doch auch 5 Frauen als Wissenschaftlerinnen gehabt. Also das war ja ohnehin nochmal eine andere Zeit, die 20er Jahre. Berlin als Metropole, es war alles sehr progressiv. Da war das ja möglich. Und nach dem Krieg ja lange Zeit nicht. Hat man da irgendwie auch ein Bewusstsein gehabt? Waren die Namen bekannt? Wusste man, wer Elinor von Puttkamer, Angèle Aubertin oder Margrit Wolf waren? War das irgendwie für dich auch eine Referenz? Oder waren die auch komplett vergessen, so im Bewusstsein des Instituts? Also sie waren sicherlich nicht im Vordergrund. Man musste schon mal nachfragen, aber ehrlich gesagt, diese ganze Geschichte, Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die ganze Entwicklung, die war eigentlich nie ein Thema. Man musste sich, wenn schon, selber darum kümmern, wenn man mal darauf stieß und sich fragte, ja, was war das eigentlich? Und einige Namen wurden so ab und an mal genannt, aber oft auch Wahlnachkommen, also gerade von Puttkamers, waren ja dann auch am Hamburger Institut durchaus tätig. Da kam das dann mal auf. Aber an diesem Institut war die Vergangenheit überhaupt kein Thema. Das hast du ja wahrscheinlich auch hinreichend zur Kenntnis nehmen müssen, dürfen. Ja, da haben sich auch Dinge gewandelt, auf jeden Fall, das kann man sagen. Ja, Gott sei Dank. Und wie haben sich Hierarchien gewandelt? Die Hierarchien waren immer, also jetzt hier im Institut, ein wenig abhängig von der Person. Im Prinzip war es schon immer sehr respektvoll. Man siezte sich auch untereinander. Das hat sich Gott sei Dank natürlich geändert. Also auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alle. unter. Man siezte sich und wenn man sich privat dann irgendwie doch etwas näher kennenlernte und befreundet war, durfte man sich auch duzen. Aber wenn man in einer internationalen Veranstaltung oder Kongress oder irgendwie so war, dann konnte man nicht sagen, ja, du hast doch vorhin das und das gesagt. Nein, dann musste man den Namen sagen und sozusagen tun, als ob das wirklich ein mehr oder minder reiner Kollege ist, unbekannt ansonsten. Zu den Direktoren war das sehr unterschiedlich.
einer, der am wenig Hierarchien befürwortet hat, war natürlich Karl Döring, der durch seine vielen Aktivitäten, Einbindung von Mitarbeitern in seine pfingstlichen Schießübungen und was er alles so gemacht hat, wirklich wenig Hierarchie hatte. Andere waren da etwas mehr hierarchisch aufgestellt. Das hat sich lange gehalten. Also, dass man seinen Chef geduzt hat, das gab es, glaube ich, nur bei Herrn Döring. Und das hat sich erst sehr viel später auch bei anderen entwickelt und hat dann auch Hierarchien aufgelöst. Wobei ich muss sagen, so zuerst finde ich eigentlich eine gewisse Hierarchie ganz in Ordnung, dass man auch ein bisschen merkt, man muss noch ein bisschen was leisten, bis man irgendwie auf der Ebene ankommt. Aber das war manchmal auch übertrieben mit den Hierarchien. Ich kann mich erinnern, als ich ins Institut kam, da war ich ein bisschen verblüfft, weil bei meiner ersten Referentenbesprechung, so hieß ja die Montagsrunde früher noch, in der ersten Reihe nur Promovierte saßen und dann in der zweiten Reihe nicht. Das war vielleicht reiner Zufall. Nein, das war kein Aber Zufall. es stellten auch nur Leute Fragen, die praktisch schon diesen Qualitätsstempel, dieses Siegel erhalten hatten. Ja. Und nach 2-3 Jahren war das nicht mehr so. Also ich finde, der Wechsel, der ging dann sehr schnell. Aber mir persönlich ist aufgefallen, da haben sich Sachen verändert. Würdest du sagen, dass heute auch die Diskussionskultur eine andere ist, wenn zum Beispiel manchmal sogar wissenschaftliche Mitarbeiter Fragen stellen, also Hilfskräfte? Wie würdest du das einschätzen? Wie hat sich da der Austausch gewandelt? Ganz grundlegend. Also es war wirklich so, wie du gesagt hast. Es saßen immer vorne die Promovierten oder die Habilitierten. Das war überhaupt noch eine ganz andere Kategorie. Und die anderen saßen etwas weiter hinten, hielten sich zurück, mussten natürlich auch bisweilen vortragen in der Referentenbesprechung, was ähnlich war wie ein Examen zu absolvieren. Man war also wirklich, ich war fürchterlich aufgeregt. Und man musste ja wirklich ziemlich häufig da vortragen. Dann wurden Rückfragen gestellt, dann hatte man immer das Gefühl zunächst, die wollen einen aufs Glatteis führen und wollen feststellen, bis wohin man noch was weiß und wo dann wieder die komplette Unwissenheit anfängt und ihre Überlegenheit da ist. Also das war schon deutlich zu spüren. Das wurde besser, nachdem Gäste zugelassen wurden, auch zur Referentenbesprechung. Denen erlaubte man dann auch mal Fragen zu stellen. Und dann haben natürlich so die einfachen Mitarbeiter auch gedacht, dann kann ich auch mal eine stellen. Und das hat sich inzwischen ja komplett gewandelt. Jeder kann da Fragen stellen, was vielleicht nicht immer unbedingt erforderlich wäre, dass er das täte. Aber jeder kann Fragen stellen. Alle Fragen werden ernst genommen, werden sorgfältig beantwortet. Aber das ist wirklich neu, würde ich sagen, eingeführt worden mit der Direktion seit Armin von Bogdandy. Und das ist sicherlich hilfreich für die jüngeren Leute, dass sie nicht immer denken, wenn sie was sagen, werden sie da examiniert und geprüft. Und hinterher wurde man ja auch oft mal in das Zimmer des Direktors gebeten, damit einem klargemacht wurde, dass man da wirklich Unsinn verzapft hatte oder sich nicht anständig ausgedrückt hatte, zu schnell geredet hatte, zu leise, zu laut, irgendwas. Also es wurde alles kommentiert und geprüft, was nicht immer falsch war. Aber es schürte doch immer eigentlich eine gewisse Angst, bevor man da den Mund aufmachte. Deswegen hat man auch ein bisschen gewartet, bis man weiter fortgeschritten war. In welchem Zusammenhang stand dann der Stammtisch? Also es war ja früher so, dass man erst die Referentenbesprechung hatte und dann den Stammtisch. Und ich glaube, beides kann man gar nicht richtig voneinander trennen, oder doch? Nee, das kann man nicht voneinander trennen. Und das war wirklich interessant zu sehen unter diesem Aspekt der Beziehung. Am Stammtisch war das durchaus locker. Aber es waren eben auch nicht immer alle bei dem Stammtisch dabei, die sonst eine gewisse Abstufung eingerichtet hatten. Aber da war es wirklich vollkommen locker. Man lernte alle etwas besser kennen. Manche wurden dann auch etwas redseliger, als sie sonst waren. Also das war wirklich sehr hilfreich. Aber ich weiß nicht, das habt ihr nicht mehr mitgekriegt. Es gab dann mal eine Zeit lang 2 Stammtische. Es gab die konservative Fraktion und die fortschrittliche. Und die konservative traf sich immer dann noch in Handschusheim und die fortschrittliche immer in unterschiedlichen Orten. Und das war natürlich nicht sehr schön, nicht? Dass da sozusagen so eine Art Mauer zwischen Mitarbeitern des Instituts vorhanden war. Hat sich nachher auch wieder gelegt, aber eine Zeit lang war das sehr ausgeprägt, dass die jungen Leute, und ich glaube, die haben dann auch sehr viel bewirkt, dadurch, dass sie jetzt ein paar andere
Art miteinander umzugehen hier haben wollten, eben mehr Gleichberechtigung, weniger konventionelles Vorgehen. Ich meine, man musste montags immer in der Referentenbesprechung als Herr, ich nicht, mit Krawatte und Jackett erscheinen, selbst im Sommer. Wenn es unheimlich heiß war, denn Klimaanlage gab es nicht. Und als dann zugestanden wurde, dass man auch mal ohne Jackett, aber mit Krawatte montags da sitzen konnte, in diesem völlig verrauchten, überheißen Raum, das hat man schon als einen Fortschritt und eine Gleichberechtigung empfunden. Also da hat sich wirklich enorm viel geändert. Ich glaube ohnehin, dass die Räumlichkeit auch noch eine große Rolle gespielt hat. Ich hatte ja vor einiger Zeit mit Herrn Schwietzke eine Besichtigung des alten Institutsgebäudes in der Berliner Straße, das ja ein sehr simpler Nachkriegsbau aus den 50ern war, 2 Stockwerke, 2 Flure, links und rechts Büros und sonst eigentlich nichts und alles sehr, sehr eng. Welchen Einfluss hat denn auch, du hast ja den Umzug da 1996, 97 miterlebt in diesem Gebäude, was ja im Vergleich zum alten, ich will nicht sagen ein Palast, aber doch ein Quantensprung ist, also repräsentativ mit einer großen Eingangshalle, mit schönen Sälen, wie wir ihn hier zum Beispiel heute sehen, der ja vielleicht 3-mal so groß ist wie der Referentenbesprechungsraum im alten Gebäude, vermute ich. Welchen Einfluss hat diese räumliche Nähe auch im Umgang mit wissenschaftlichem, technischem Personal, aber auch des wissenschaftlichen Personals untereinander gehabt und hat sich da was geändert durch den Umzug hier? Ja, zwangsläufig, wie du schon gesagt hast, das war wirklich deutlich eng und man konnte gar nicht anders, als ständig irgendjemandem über den Weg zu laufen. Was aber sehr angenehm war, weil man immer jeden gleich mit Dingen ansprechen konnte, die man ohnehin mal erörtern wollte. Man lernte jeden kennen, jeder, der neu war, wurde sofort natürlich wahrgenommen. Auch alle die im technischen Bereich, also die Nichtwissenschaftler, die traf man auch. Es gab ja auch eine kleine Teeküche, man konnte sich also auch einen Tee kochen. Dann gab es so bestimmte Gruppen, die immer zu bestimmten Zeiten da unterwegs waren und die kannte man dann auch und wusste, wer mit wem enger zusammen war oder einen Kaffee trinken ging. Also es war wirklich ein sehr enger Zusammenhalt. Und dann hatten wir natürlich noch dieses wirklich unglaublich nette Hausmeister-Ehepaar, was ja unten wohnte und wo dann der Duft, wenn Frau Völker Waffeln backte, bis nach oben ging. Und das hieß immer, wenn ihr den Waffelduft riecht, dürft ihr gerne runterkommen. Ihr kriegt auch alle was ab. Also das war schon sehr familiär und sehr eng verbunden. Und hier hat sich das natürlich ein bisschen verlaufen, ist ja klar. Vielleicht hat man dann auch manchmal etwas weniger sich unterhalten und etwas mehr gearbeitet. Aber also das ist wirklich eine ganz andere Kategorie hier in diesen großen Räumen. Und eben auch die Zahl der Mitarbeiter hat sich enorm vermehrt und auch die Zahl der dauerhaft anwesenden Gäste konnte größer gemacht werden. Also von daher ist es wirklich was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob ihr noch alle kennt, die hier am Institut immer vorhanden sind, einschließlich der Gäste. Im alten Institut wusste man eigentlich auch immer, wer im Lesesaal sitzt. Also das ist hier gar nicht mehr möglich. Ich glaube schon, dass das auch einen spannenden, ich weiß nicht, ob man das mal irgendwie abmessen kann, den Einfluss auf die wissenschaftliche Produktion. Wir haben ja vorhin über die Methoden gesprochen, Papier, Schere, Bleistift, Mitarbeiterinnen, die das dann alles irgendwie auch gegengelesen haben, auch wenn sie gar nicht als Wissenschaftlerin tätig waren. Also man hat auch daran partizipiert, man hat diese räumliche Enge, diese Form des Austausches und dann eben hin zur Digitalisierung. Jeder sitzt an seinem PC und macht eigentlich alle Arbeitsschritte selbst, kann aber auch natürlich viel mehr, viel flexibler arbeiten, löschen, rumschieben, Textpassagen. Ich glaube aber schon, dass das wahrscheinlich doch einen spürbaren Effekt auch auf die Art, wie Wissen produziert wird, hat. Ich weiß nur nicht, wie man ihn bemessen kann, aber vielleicht kann man ihn bemessen? Also ich glaube, es wird dadurch, aber das kann ich vielleicht auch nicht mehr so genau beurteilen, dieser Austausch, dass man bestimmte Probleme von Projekten, an denen man arbeitet, mit anderen bespricht. Man wird ja, wenn man sich lange mit einer Rechtsfolge beschäftigt, manchmal auch ein bisschen so tunnelartig im Blick. Und da war einfach so, man ging über den Gang in der Gundolfstraße, dachte gerade an irgendwas, dann traf man jemanden und sagt, ach Mensch, weißt du, ich habe gerade hier, ich komme da gar nicht weiter. Und ich glaube, der Austausch war sehr viel lebhafter und sehr viel umfangreicher, was sicher hilfreich ist, aber natürlich auch ausufern kann. Aber ich glaube, es gibt natürlich immer noch diesen wissenschaftlichen Austausch, aber es ist auch vielleicht heute nicht mehr jeder dazu bereit, weil man eben unter einem unheimlichen Druck steht,
viel zu produzieren. Damals war das ja alles noch nicht so, dass es so viele Völkerrechtler gab, dass die Stellen so gesucht waren, dass so viel publiziert wurde. Viele Zeitschriften waren dankbar, wenn sie mal einen Artikel kriegten. Da gab es kein Peer-Review oder irgendwie sowas. Das war ein ganz anderes Arbeiten, weil einfach der Kreis derer, die sich für dieses Gebiet interessierten, sozusagen exotisch war. Man wurde ein bisschen, also es wurden auch so auf den Kongressen immer die Exoten aus dem Max-Planck-Institut, waren schon immer so eine Gruppe für sich, die besonders betrachtet wurde. Und würdest du sagen, dass die Zugehörigkeit zum Institut auch ein gewisses Denkmuster befördert hat, also gerade vielleicht auch durch den nahen Austausch, dass Leute dann sozusagen mit so einer Institutsprägung in die Wissenschaft gegangen sind oder vielleicht auch in Ministerien? Also eine gewisse Institutsprägung gibt es bestimmt, nämlich dass man nicht einfach mal so einen Gedanken, der einem durch den Kopf schießt, als Wissen von sich gibt, sondern dass man eigentlich versucht, wenn man sich äußert, das fundiert zu machen, dass man also einen gewissen Hintergrund hat, dass man von der Sache irgendwas versteht oder dass man eben sagt, dazu kann ich mich nicht wirklich sachverständig äußern, aber meine Vorschläge oder meine Gedanken dazu wären in dieser Richtung. Und ich glaube, das ist auch bei vielen, die in Ministerien oder internationale Organisationen gegangen sind, immer so geblieben, dass der Gedanke, nicht einfach irgendwas zu sagen, sondern es zu recherchieren, also das auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen, dass das einfach aus denen, die hier waren, gar nicht mehr rauszukriegen ist vielleicht von Vorteil, weil heute manchmal doch manches etwas schnell rausgesagt wird, wo man dann sich fragt, wie kommt man auf solche Idee oder ja, das ist nicht haltbar. Aber das prägt ganz bestimmt. Und dann, was natürlich auch immer noch von Bedeutung ist, die Anbindung, nicht? Denn wenn man in irgendeinem anderen Job sitzt und hat eine Rückfrage, braucht ein Buch oder so, man hat immer noch Kontakte zu irgendjemandem hier, zum Beispiel zu einer Institution, die so lange hier ist wie ich, die man eben kennt, dass man sagt, kannst du mir mal da was nachschlagen oder kannst du mir mal da was kopieren oder hast eine Meinung dazu. Also dass einfach diese Kontakte immer bleiben. Und ja, auch immer wieder aufgefrischt werden, wie wir ja nun alle gerade gesehen haben, ne, bei der 100-Jahr-Feier. Und zwar eben von dem allergrößten Teil derjenigen mit einer guten Erinnerung an die Zeit hier, weil eben auch die Atmosphäre in der Regel wirklich außerordentlich gut ist zwischen den Mitarbeitern auf allen Ebenen. Wir nähern uns so langsam dem Ende unseres Gesprächs und würden dich gerne bitten, wenn du jetzt auf diese Zeit am Institut zurückblickst und jemand Außenstehenden das Institut beschreiben würdest in 3 Worten oder 3 Themen, was wäre das? Also 3 Worte sind etwas zu wenig, ja. Aber 3 Punkte, ja. Also erstmal, was sicherlich einzigartig ist, wenigstens soweit ich das überblicken kann, ist die Art und Weise, wie man hier Wissenschaft betreiben kann. Es gibt wirklich keine Grenzen. Man kann jede internationale Konferenz besuchen. Wenn man ein Buch braucht, was noch nicht da ist, geht es nur um die Frage, kann ich das normal bestellen oder soll ich es eilig machen? Die Kontakte, die man hier knüpfen kann, die Ansprechpartner, die man findet, also ich glaube, das ist wirklich einmalig. Und wenn man das hat, um wissenschaftlich zu arbeiten, kann man auch was Gutes produzieren. Denn wenn man vergleicht mit den Leuten, die an der Uni sind, in was die alles für Arbeiten eingebunden sind, wo lernst du es gerade kennen, das hält schon von wissenschaftlicher Arbeit ab. Und wenn man die Möglichkeiten hat wie hier, das ist einfach großartig. Dann, was ich auch sehr gut finde, und das erforderte auch manchmal ein bisschen Einsatz von den Mitarbeitern, dass man sich für neue Felder öffnet. Also ich weiß noch, wie ich mal dafür gekämpft habe, dass man hier die KSZE ernst nimmt und dass das ein Thema ist, was man auch hier behandeln kann. Inzwischen würde jeder sagen, ja, wieso sollte man nicht? Aber auch Fragen Umweltpolitik. Ulle Beierlin hat wirklich hier das Thema Umwelt wirklich mit Nachdruck eingebracht. Also, dass man offen ist für diese Sachen. Und dann, also was ich immer auch gut finde, ist letzten Endes diese Verbundenheit, die irgendwo bleibt. Dass man immer einen Bezugspunkt hat, wenn man Fragen hat, dass man überall, egal wo man arbeitet, immer mal wieder auf jemanden trifft, der auch am Institut war und dass das ja so ein bisschen wie so eine Familienzugehörigkeit damit oft verglichen wird. Also
Gut, Familien wollen wir jetzt auch nicht hier bilden, aber irgendwie eine Verbundenheit, die immer da ist und die man auch jederzeit wieder auffrischen kann und die bleibt. Und ich finde, das gibt einem auch sehr viel. Also das wären so 3 Punkte, die ich für ausgesprochen gut halte, wenn man hier durchs Institut geht und sich dann irgendwo in der Welt bewähren muss. Ja, dann danken wir dir für dieses Gespräch und für diese Eindrücke. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und für eure sehr schönen Fragen. Danke.